ist nicht gerade so angenehm, bei dem Wetter die Hände ins kalte Wasser zu tun. Aber es ist interessant, es wird immer mehr zum Trend, dass Menschen nicht nur die Hände, sondern den ganzen Körper ins eiskalte Wasser werfen. Das heißt Eisbaden. Das soll irgendein Kick für den Körper sein und zur Abhärtung. Ja, und natürlich hat das dann Glücksgefühle, wenn man es geschafft hat. Ist nicht so wirklich mein Ding, aber wenigstens mit dem kriege ich dann die Fenster wieder sauber. Es gibt Gespräche, die sind einfach schwierig und manche Situationen auch. Es ist halt einfach, wenn dann eine Person sich über eine andere beschwert, die da jetzt gar nicht dabei ist und es ihr halt nicht direkt sagt. Aber gut, wahrscheinlich kennen wir das alle, solche Situationen, wo man dann irgendwas erlebt hat mit jemand und sich dann woanders beschwert oder losschimpft. Gell? Es ist halt einfach leichter. Aber es prägt die Atmosphäre und es liegt dann doch in der Luft. Es ist irgendwie interessant mit uns Menschen. Irgendwie haben wir immer wieder diesen Fokus so auf das, was nicht klappt, was schief läuft, die Defizite oder die Fehler, einfach das Negative, das wird zum Thema. Und das andere hat dann einfach keinen Raum. Aber wäre das nicht auch mal eine Challenge, wie bei diesem Eisbaden, da rauszukommen? Das sieht jetzt viel besser aus. Da hat sich echt ein Grauschleier hier am Fenster gebildet und das verstellt komplett die Sicht. Das sieht man gar nicht so richtig raus. Und das Interessante ist, ich habe es jetzt erst wirklich gemerkt, wo ich es jetzt geputzt habe und es wieder sauber ist. Das erinnert mich an etwas, was ich schon mal erlebt habe. So als junge Erwachsene, da bin ich vorübergehend umgezogen und habe neue Leute kennengelernt. Unter anderem auch eine Gruppe junger Christen und Christinnen. Und das war für mich neu, da ich vorher in meinem Freundeskreis kaum jemand hatte, der irgendwie praktizierend war. Und etwas, was mir eben bei diesen jungen Leuten sofort aufgefallen ist, die waren so positiv. Sie haben über nichts und niemandem geschimpft oder gejammert und vor allem nicht der Unterhaltung wegen. Zunächst wusste ich nicht, was das war, also was ich da spürte, eine gewisse innere Leichtigkeit. Aber dann, als ich wieder nach Hause ging, in meine gewohnte Umgebung war, da habe ich es total sofort gemerkt, wie viel da gemeckert und geschimpft wurde. Und das bedrückt nicht nur mich, sondern da entsteht einfach ein Klima, in dem nichts Gutes wachsen kann. Also das ist so beklemmend und einengend. Und da legt sich so wie hier eben am Fenster, so ein Grauschleier über alles. Und dann habe ich mich entschieden, das will ich aber nicht mehr machen. Ich will das ändern. Das ist natürlich nicht so einfach. Also wenn man in einer entsprechenden Umgebung ist, anders zu denken und zu handeln. Also eben nicht im Negativen zu schwelgen, aber es ist möglich. Das neue Buch von Michelle Obama, Das Licht in uns, hat mich da sehr beeindruckt. Im letzten Kapitel, da beschreibt sie so wie ein Lebensmotto von ihr und ihrem Mann Barack. Und sie sagt dazu, sich von seiner besten Seite zeigen. Sie nennt es We Go High. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, when they go low, we go high. Also wenn andere niedere Wege gehen oder ihre Integrität verlieren, dann gehen wir Höhenwege. Also wir heben empor, wenn andere sich empören. Und sie sagt allerdings auch, das ist natürlich nicht so einfach. Das kostet viel Kraft und Überwindung immer wieder und das muss man richtig üben, sonst klappt es nicht. Ja, und wie geht das ganz konkret? Da gibt es die eine oder andere Übung, die wir uns merken können, die uns vielleicht helfen kann. Erstens, die Produktion umstellen.
Ich habe mal einen guten Vergleich gehört. Das ist, dass unser Gehirn ist sowas wie eine Fabrik und produziert ständig Gedanken, also den ganzen Tag. Und unser Mund, das ist der Kunde. Es ist ja schwierig, ständig seine Gedanken zu kontrollieren. Sie kommen einfach. Wir produzieren so viele am Tag. Und wenn die negativen Gedanken kommen, dann machen sie sich schnell auf den Weg zum Mund, also sie suchen den Kunden. Wenn dieser aber nicht kommt, also wenn ich schweige, dann stellt sich irgendwann die Produktion um, weil es merkt, der Kunde will etwas anderes, hat gar kein Interesse an dieser Art von Ware. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann mit der Zeit weniger schlechte Gedanken haben und dass es uns im Allgemeinen besser geht. Das ist so, es tut uns gut, wenn wir weniger negative Kommentare abgeben. Eine Challenge draus machen. So wie beim Eisbaden, der Kälte zu trotzen, ins eiskalte Wasser steigen. So auch im Miteinander. Der Kälte zu trotzen, selbst wenn es Provokationen gibt, wie Michelle Obama in ihrem Buch schreibt, auch dann noch. Und etwas salopp gesagt, das bringt's voll, weil das stellt unseren Charakter, das schützt unsere Seele und es nützt auch noch den Mitmenschen. Und um sich daran zu erinnern, kann man ja immer, wenn man etwas Negatives sagt, seine Armbanduhr von einem Arm an den anderen wechseln oder auch ein Gummiband oder irgendetwas. Und das Ziel ist, also die Challenge ist, die Armbanduhr am Arm zu behalten. Drittens, den richtigen Kanal wählen. Wenn ich etwas sagen muss, dann suche ich mir den richtigen Ort oder die richtige Person aus. Ich kann mir zum Beispiel auch vornehmen, dass ich an bestimmten Orten wirklich nicht negativ rede oder keine negativen Äußerungen mache, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken. Weil da ist tatsächlich oft wie eine Müllhalde von Negativität und das tut niemandem gut. Ja, und ein Kanal, ein Ort oder eine Person ist immer die richtige, nämlich unsere Go-To-Person der Übernatur. Aha. Jesus, die Mutter Gottes, der Vater Gott, da können wir das immer loswerden, was uns jetzt gerade da so beschäftigt. Und das ist auch ganz entscheidend, das da loszuwerden, weil sie können die Verantwortung übernehmen und es wird uns zum Segen. Und mit dieser Veränderung in der Stimmung, da muss jemand anfangen damit. Und dann verbreitet sich eben das Gute. Genau. Denn es ist so, gerade wir als Christen sind ja nicht nur auf der natürlichen Ebene miteinander verbunden, sondern auch innerlich sind wir miteinander verbunden. Das heißt, das, was ich tue oder nicht tue, das hat eine Auswirkung auf andere Menschen. Das, was ich sage oder nicht sage. So fasst der Pater Kenzenich das zusammen in den Worten: Mein Sein und Leben wirkt auf sie zurück, bestimmt ihr Missgeschick und mehrt ihr Glück. Ja, niemand lebt für sich allein. Ein Licht entzündet sich am anderen und im Hellen wächst die Zuversicht. Also lasst uns einfach miteinander üben. Ja. Dann macht's gut. Und viel Erfolg beim Üben.